ich möchte heute mit dir mal versuchen zu klären, ob Besetzungen real sind oder nicht. Gut, ich möchte was zeigen, ich zeichne jetzt mal was auf. Und das soll jetzt unseren Planeten darstellen, dafür habe ich das Flipchart hier da. Und es ist, bitte stell dir das, es ist einfach eine zweidimensionale Darstellung. Man kann Energiefelder ja zweidimensional nur andeuten. Also alles, was ich jetzt sage, bezieht sich auf Energiefelder. Das ist der Planet und hier um diesen Planeten rum, um unseren Planeten, gab es, und das ist schon der erste entscheidende Hinweis, gab es ganz, ganz lange Zeit einen Bereich, der astrale Bereich oder der astrale Gürtel genannt wurde. Dieser astrale Gürtel war dazu da, wenn jetzt hier ein Mensch gestorben ist, eine Seele ihren Körper verlassen hat, wurde sie meistens hier in diesen Bereich reingetragen. Warum sage ich meistens? Weil es immer auch Ausnahmen gibt, immer gab und immer geben wird, dass eine Seele zum Beispiel diesen Weg gewählt hat, direkt nach Hause zurück, dort wo sie herkommt, dort wo sie erschaffen wurde, dass sie direkt in die Bereiche der Engel wieder gegangen ist. Das werde ich beim nächsten Video noch ein bisschen weiter ausweiten. Doch bleiben wir jetzt mal bei dem astralen Gürtel. Unser Thema lautet ja Besetzungen. Und in diesem astralen Gürtel waren viele Seelen, man bezeichnet es oft auch an erdgebundene Seelen, die irgendeine Anhaftung noch hatten an ihr irdisches Leben oder an irdische Süchte, Anhaftungen jeglicher Art. Und die haben sich gerne mal, ich zeichne dir hier mal einen Menschen hin, hier in der Aura eines Menschen angehaftet. Das ist das, was man unter Besetzungen versteht. Eins, wichtig dazu zu sagen, es zieht immer Gleiches an. Also solche Seelen wurden nicht einfach von ungefähr von einem Menschen angezogen, sondern weil er mit sowas, was die jeweilige Seele in sich getragen hat, diese Anhaftungen auch in Resonanz war. Und das war dann natürlich sehr unangenehm, wenn so eine Seele sich ja angehaftet hat im eigenen Energiefeld, hat Energie entzogen, hat einen vielleicht zu Sachen getrieben, die man gar nicht so wollte. Das ist das Thema Besetzungen. Wenn du dich mit Besetzungen schon mal auseinandergesetzt hast, wirst du das sicher alles wissen. Und was ich dir gerne Neues erzählen möchte, und das ist wirklich neu, und zwar seit 2003, gibt es diesen astralen Bereich. Das war ein ganz spezieller planetarer Bereich, extra für Seelen, die unbewusst sterben, also innerhalb der Illusion sterben, sich nicht bewusst waren, dass sie viel mehr sind als Mensch. Ich hoffe, du bist dir bewusst, dass du viel mehr bist als Mensch. Die hatten hier, bei denen war das hier die erste Station, wo sie meistens hingekommen sind. Wenn ein Mensch sich bewusst war oder in der Liebe gestorben ist, dann hat er meistens diesen Weg genommen gleich. Dieser astrale Gürtel hat eine Besonderheit. Manchmal wird es auch als die 4. Dimension bezeichnet. Jetzt sagen wir mal, unser Planet hier, alles was sich auf dem Planeten abspielt, die Menschen, das wäre die 3. Dimension, das hat sich auch schon verändert. Ich werde gleich darauf eingehen. Aber in dieser 4. Dimension, in diesem astralen Bereich, war fast alles das Gleiche wie hier bei uns, nur mit einem Unterschied. Es gab nicht diese lineare Zeit, wie wir sie hier kennen. Ein Gedanke, jetzt gedacht, hat sich dort sofort gezeigt und manifestiert. Also nicht mit einer großen Zeitverzögerung, wie es bei uns ist, sondern mit sofortiger Wirkung. Und dieser Bereich wurde auch oft als die Hölle bezeichnet. Jetzt stell dir mal vor, jemand stirbt im Kampf, in der Negativität des Alltags. Was denken die meisten Menschen den ganzen Tag? Um was geht es da? Sind es in der Mehrzahl positive, liebevolle Gedanken voller Mitgefühl? Oder sind es Gedanken der Begrenzung, des Kampfes, des Widerstandes, aller möglichen Emotionen, der Ängste, der Sorge und so weiter?
Und das hat eine Seele dann natürlich auch hier in diesen astralen Bereich mitgenommen, diese Realität, diese eigene Realität, und hat sie dort auch weiter gedacht. Nur, dass wenn man sich dort ein Horrorszenario vorgestellt hat, hat es sich sofort gezeigt. Und das kann wirklich die Hölle sein. Und das ist eigentlich bei uns auf dem Planeten gar nicht so anders. Die Hölle ist kein Ort, es ist ein Bewusstseinszustand. Und viele Menschen erleben auf unserem Planeten tagtäglich die Hölle. Also Hölle als Bestrafung gibt es so nicht, aber es herrschen Gesetzmäßigkeiten. Und die Gesetzmäßigkeiten in diesem astralen Gürtel waren so, dass man lernt, dass man der Schöpfer seiner eigenen Realität ist. Und das lernt man am besten, am einfachsten, wenn man einen Zusammenhang zwischen dem eigenen Gedanken und dem, was sich dann zeigt, sofort herstellen kann. Wenn das fast wie 1:1 passiert oder 1:1. Das war der große Entwicklungsprozess, den die Seelen dort genommen haben, um dann auch in diese Erkenntnis des eigenen Schöpfertums dort begleitet von den Engeln dann auch in diese Bereiche zu gehen. Wie gesagt, diesen astralen Bereich gibt es seit 2003 nicht mehr, der wurde geräumt. Und was bedeutet geräumt, von wem geräumt und warum geräumt? Er wurde von den lichten Hierarchien, von den Engeln, wurden die Seelen dort herausgetragen und in Lichtstätten gebracht, um dort diesen Prozess auf eine leichtere Art, aber auch auf eine unbewusstere Art, aber das würde jetzt zu weit führen, zu durchleben, weil dieser astrale Bereich den Planeten, unseren Planeten und die ganze Menschheit gehindert hat, einen Schritt weiter in der energetischen Ausdehnung zu gehen. Man könnte es Evolution nennen, es ist dieser große Bewusstseinsprozess, der jetzt im Gange ist. Manche nennen es das große Erwachen oder den Aufstieg oder wie man es auch nennt. Da war dieser astrale Gürtel hinderlich. Diese 4. Dimension wurde sozusagen abgeschafft. Unser Planet wurde in die 4. Dimension gehoben. Damit hat sich auch auf unserem Planeten der Abstand zwischen Gedanke und Ergebnis des Gedankens, also Ursache und Wirkung, was du säst, wirst du ernten, auch verkürzt. Das ist jetzt bei uns auch so. Zwar noch nicht ganz so, wie es im astralen Bereich war, aber auf diese Art lernen wir, geht gar nicht anders, auch immer mehr, dass wir Schöpfer sind. Also dass wir keine Opfer sind der Umstände, sondern dass wir Schöpfer sind. Ja, und jetzt bin ich dir natürlich noch schuldig zu erklären, wie es denn kommen kann, dass Menschen heute alles darauf schwören würden, dass es noch Besetzungen gibt. Weil es sich genauso anfühlt. Auch wenn diese Seelen hier nicht mehr da sind und sich gar nicht mehr anhaften können, ist doch im planetaren Feld, du könntest es Akasha-Chronik, Blaupause, morphogenetisches Feld nennen, gibt wie immer für alles viele Worte, ist ein Abdruck. Kein Gedanke geht jemals verloren, kein Seelenabdruck geht jemals verloren, das ist alles im planetaren Feld eingespeichert. Und wenn du an Besetzungen glaubst, kannst du zum Beispiel mit so oder Abbildungsmusterenergien von der Seele in Kontakt treten. Entweder oder auch gleichzeitig, beides geschieht gleichzeitig. Du glaubst so stark an Besetzungen, weil du in deinem Leben das Gefühl hast, dass nicht alles läuft. Das sind deine Gedanken, die sich sofort manifestieren. Das ist so ungewohnt jetzt in der neuen Zeit, dass Menschen mehrfach auf die Idee kommen, da stimmt irgendwas nicht, da hat sich was verändert, bei mir haftet irgendwas an, da muss irgendwer, spielt mir da einen Streich, zieht mir Energie ab. Und dann wird gegoogelt und wird geschaut und es gibt Besetzungen, und dann entsteht eine Angstenergie. Dann glaubt man, ist der Überzeugung, besetzt zu sein. Und wenn du dieser Überzeugung bist, dann passiert eines, du bist Schöpfer, du erschaffst ein Energiefeld, man nennt es Elementale, das erschaffst du dir und du hast sogar, je stärker du daran glaubst, die Möglichkeit, ihm so viel Leben einzuhauchen, dass es in deiner Realität so eine Kraft bekommt, dieses Elemental, dass es sogar so weit gehen kann, dass du das Gefühl hast, da ist jemand wirklich hier da, dass du jemanden siehst im Raum oder dass es in deiner Wohnung spukt. Wichtig ist zu wissen,
Dieses Phänomen gibt es. Es sind keine Seelen. Es ist nichts von außen. Es ist was, was du in dieser neuen Schöpferqualität, die jetzt auf dem Planeten herrscht, durch eine tiefe Überzeugung erschaffen hast. Und ganz genau auf die gleiche Art kannst du es auch wieder loswerden. Hör auf, an Besetzungen zu glauben. Gib nicht die Verantwortung ab für dein Schöpfertum. Schau dir genau an, was du denkst, welche Realität du dir manifestierst und schieb es nicht weg auf irgendeine Seele, eine böse Seele, die sich da angehaftet hat und die dich zwingt, irgendwas zu tun. Du bist es, der Schöpfer ist und der deine Realität erzeugt. Es gibt Besetzungen nicht mehr. Und was ganz eng damit verbunden ist, da werde ich gleich im nächsten Video, das kommt bald, darauf eingehen, ist Kontakt mit Verstorbenen. Ist Kontakt mit Verstorbenen überhaupt noch möglich? Ich weiß, es gibt viel Literatur drüber, es gibt viel hochinteressante Geschichten, auch von Medien, die Kontakt aufnehmen oder was man selber erlebt hat. Lass mich dir das auch unter dem Aspekt der neuen Energie und unter dem, was sich alles verändert hat, erzählen im nächsten Video. Eines vielleicht jetzt noch zum Abschluss. Es ist immer sehr schwer, wenn sich Dinge verändern, an die viele Menschen geglaubt haben. Es braucht Zeit, aber es geht nicht wirklich um Zeit. Es braucht einen Bewusstseinsprozess im Kollektiv, um die neue Realität, die da ist, wirklich anzunehmen und zu erkennen. Dafür mache ich diese Videos, auch wenn das jetzt keines meiner Lieblingsthemen ist, aber ich bin der Meinung, das sollst du wissen. Ich danke dir, wenn dir das irgendwas gebracht hat, wenn du glaubst, dass das anderen Menschen helfen könnte. Teile das Video, abonniere den Kanal, wenn du die Glocke betätigst bei YouTube, dann wirst du informiert, wenn das nächste Video rauskommt und verpasst nichts mehr. Ich sage dir danke für deine Aufmerksamkeit und bis ganz bald. Dein Namahem.